Welcome to the Vinyl Matters Podcast. Hallo zum Vinyl Matters Podcast. Hier im Presswerk bei Matter of Fact. Wir haben Paulette zu Besuch. Hat ein super Set gespielt. Straight Forward House. Richtig cool. Also, ich gehe in letzter Zeit total auf House ab. Immer Ich mehr. auch. Ich entdecke da so viel. Ich habe ja schon immer House gehört, aber dann so die Techno-Phase gehabt. Und wie bist du zu House gekommen? Wie bin ich zu Hause gekommen? Ich glaube über meine Mutter. Das war mein erstes Konzert. Da war ich 16 und sie hat mich mitgenommen zum Paul Kalkbrenner Konzert. Weiß ich noch, in der Arena Nürnberger Versicherung. Das muss gewesen sein 2008. Sie hat mir irgendwann ihr Bändchen gegeben, damit ich für sie mal Schnaps hole, weil sie den Platz in der ersten Reihe nicht aufgeben wollte. Sorry Mutti, muss ich erzählen. Ja, war ziemlich lustig. Geil. War eine coole Party und darüber, also meine Mutter hat immer viel elektronische Musik gehört, also natürlich so viel, was auch in den Charts lief, so ATB und aber auch Wolfsheim, also was so elektronisch angehaucht war, sag ich mal. Genau. So sind die angeknarzt. Genau, und auch Deepish Mode natürlich, ne? Meine Mutti Ja. ist auch so typisch Mitte 60er geboren und da war das natürlich so 80er die Hochzeit. Und nö, so bin ich eigentlich so sozialisiert über Mutti, so was so elektronische Musik angeht. Und mit was hast du gestartet? Mit was habe ich gestartet? Ich habe früher, also ich habe angefangen 2012, 13 in einem Club zu arbeiten in Rostock und da lief so viel Deep House und Tech House schön, ja. und das war auch noch so ein bisschen Elektro-Swing-Zeit mit Trompete hier und Saxophon da und da war sozusagen 3000 Grad. Genau. War das im Helgas? ja genau, das war Ja, weil da habe ich auch noch auf den 3000 Grad Partys gespielt. So. Ja, das waren meine ersten 3000 Grad Gigs. Vorne in dem vorderen Raum noch irgendwie. ich weiß es gar nicht mehr Da, genau. wo jetzt das Restaurant ist. Gott, da gab es so viel Wodka Sauer zwischendurch mit Mike immer. Ja. Und dann gab es auf jeden Fall auch so viel Schnaps. Aber nee, es war eine coole Zeit und darüber, aber das war jetzt, also so richtig Techno lief da eigentlich nicht zu der Zeit. Das war eher so alles so seicht und auch ein bisschen breiteres Publikum. Und ja, und dann beschäftigt man sich immer mehr damit. Und ja. Ich fand das immer so den Sound so. Ich bin ja so Detroit beeinflusst von ganz back in the days. Und dann kam dieser, ich möchte nicht sagen, dieser Techno oder elektronische Musik, Tech House mit so Witz und Charme. So. Also dieses 3000 Grad Ding. Okay. Da kam ich am Anfang nicht so hundertprozentig mit klar, weil das war mir zu witzig. Da war die Ernsthaftigkeit raus von House und Techno, was es eigentlich war. So schwarze Communities, die einzige Ausweg, den die hatten, war Sport oder Musik, um aus ihren Cities, Detroit, Chicago und sowas, New York rauszukommen. Und dann habe ich mich aber später damit auch angefreundet, weil ich gemerkt habe, was das für ein Vibe hat, was die für eine Community haben, wie herzlich und alles das war. So, und am Anfang dachte ich so, das ist überhaupt gar nicht lustig alles. Techno House ist nicht lustig. Das ist was Ernstes, Schönes, aber nicht. Ne? Aber hast du dich erst mit der Musikgeschichte beschäftigt? Ja, oder extrem. Oder hast du erst auch Nee, gleichzeitig so. Echt Das krass, waren ja war so. ich nämlich nicht. Es war ja nur 1995 und da gab es kaum Internet und dann hat man so gehört von den Leuten aus Detroit und diese ganzen Stories und Geschichten über die und Underground Resistance legen nur mit Maske auf, ne? Du weißt, Stimmt. du kennst noch die Stories, glaube ich. Stimmt. Nur mit Maske, keiner weiß, wer dahinter Ja, so. steht und sowas, ne? Genau. So, also faceless mit ohne Bling Bling, ohne alles so. Ja, und das war, glaube ich, aber alles so ein bisschen zu fundamental. Da gehört, ja, das ist so. Da fehlt der Spaß. Ja, genau. Der ne? Hedonismus. Genau. Ja. Ne? Und diese Ernsthaftigkeit, dadurch, immer wenn man alles ernst sieht, dann verwehrt man sich ja irgendwie Sachen. Man verschließt sich ja. Der ist doch spätestens seit der Love Parade auch weg gewesen, oder? Fand ich. Also das war für mich, in meinem jugendlichen Leichtsinn, ist die Wahrnehmung, dass das eigentlich so der Big Bang war, so für elektronische Musik. Weil das natürlich auch, weil man dann, wenn ich auch so Videos angucke, wenn ich mit älteren Leuten, ich habe mit Sven mich auch unterhalten, als er hier in Rostock gespielt hat und das war schon auch, also das war sehr queer, das war sehr bunt und die Leute haben dann das sozusagen auch eigentlich vorangetrieben. Also ohne Schwule und Lesben und alle anderen Geschlechter wäre ja sozusagen ist auch gar nicht so groß geworden. Es wäre auch das mehr, ja getragen. es war auch irgendwie alles immer noch mehr martialisch schwarz-weiß gewesen. So. Das wäre eigentlich ein Schwulenclub. Ne? Genau. So, und ja, das stimmt. Die Love Parade hat alles so irgendwie, die hat gezeigt, dass irgendwie gehören alle dazu. Ja. Egal wer, egal wie, egal wo, egal was.
So, und vorher war es ja auch so, ja, gerade wie in Mecklenburg, was war alles noch so, alles so verschlossen noch, so, man kannte sich zwar, es war so eine Szene, Ja. ne, aber ich glaube, so Outings so richtig oder sowas gab es da auch in unserer Szene kaum irgendwie oder ganz, ganz bunte Sachen oder sowas, ne, das waren ja auch so Berlin dann nur Ostgut und dann gab es KitKat Club. Krass. Habe ich gar nicht so. Also, ich bin ja nicht von hier ursprünglich. Ich bin ja erst 2011 hierher gezogen. Deswegen kenne ich so die ursprüngliche Szene gar nicht so richtig. Also, so die älteren Häschen. Und ich habe ja von Jule, meiner DJ-Mama, sozusagen das Auflegen gelernt und darüber auch ganz viele Leute kennengelernt. Sonst wäre das ja auch alles gar nicht so gekommen. Sonst würde ich hier wahrscheinlich auch gar nicht sitzen. Ach, Jule? Genau, weil Jule Völker, weil die Schön. war ursprünglich war das so, das war in der Helga, hat sie einen DJ-Workshop gegeben von Frau für Frauen. Und ich habe da so ein bisschen Tresen gemacht und habe so ein bisschen so zugeguckt, weil ich das einfach ganz interessant fand. Und ich mochte Jule und ich mochte die Mädels, die da waren und habe da zugeguckt, einfach so aus purem Interesse. Und dann meinte sie irgendwann so, Paul, du kommst jetzt mal her, du bist jetzt schon zum 5. Mal hier oder so, du kriegst jetzt hier eine Platte und jetzt darfst du auch selber mal ran. Und ich so, was? Okay, falsche Geschwindigkeit. Was mache ich hier? Nadel fallen lassen irgendwie? Was, ne? Wie man halt so anfängt, keine Ahnung von nichts. Und ja, ich habe sie zum Glück nicht zerstört. Und ja, und dann richtig von der Pika auf gelernt. Und obwohl ich das eigentlich gar nicht sozusagen mit Platte ursprünglich, also dass ich das forciert hätte, sondern sie spielt nur mit Platte und hat mir das in die Hand gedrückt und sagte, so, jetzt, ich zeig dir jetzt, wie man auflegt. Und ich so, okay, gut, aber habe das auch gar nicht für voll genommen irgendwie. Also man steht ja da nicht 2 Tage später auf und denkt, oh krass, jetzt fliege ich nach Ibiza und Tulum oder was weiß ich wohin. Tulum, das neue Ibiza. Ja, Fusion, ich habe keine Ahnung, was weiß ich wohin. Ne? Also ob es jetzt Underground ist oder nicht oder großes Festival, kleines Festival, illegales Open Air, Rave, tralala, sondern man denkt ja so, ja, okay, und dann, dann hat die da so einen Plattenkoffer und da sind so viele Platten drin und das kostet ja so viel Geld und ich bin ein armer Student und wie soll ich das machen? Und dann hat mir der 3 Platten geschenkt und der und dann, jetzt kannst du ein bisschen üben zu Hause und dann, naja. Da ist der Funke übergesprungen. Ja, und dann habe ich mich wochenlang nur noch von Toast und Senf ernährt und habe Platten gekauft bei Decks ohne Ende hoch und runter und Discogs und DJ und naja, was das alles so gibt halt. Früher gab es ja noch ein paar Plattenläden. Aber das Gute ist, jede gute Platte, die man sich kauft, also da zehrt man ja ewig von. Ne? Total. So, also mehr als ewig. Ja, ich habe auch so richtige, die ich so richtig lieb habe. Ja. Du hast auch vorhin so ein paar herzliche gespielt, so, die so richtig reingehen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen deeper werden. Also ich wollte eigentlich so ein bisschen, weil es ist ja aktuell, sind wir ja seit Corona sehr schnell geworden. Da gibt es ja verschiedene Theorien. Meine ist immer, okay, jetzt haben die 2 Jahre auf dem Sofa gelegen. Jetzt muss alles, so wie bei WhatsApp, auf 1,5 Geschwindigkeit fahren, damit sie diese 2 Jahre wieder nachholen. Fertig, Party zu Ende. Ja, ist ja okay. Vielleicht verarbeiten die Dinge schneller als wir. Aber ich brauche das nicht. Also, ich war ja mit dem Kulturwerk als Barbara ganz viel unterwegs und habe ja so die Clubs vorgestellt und deswegen für mich gab es ja diesen Lockdown in dem Sinne nicht. Also es gab die Riesenpartys nicht und so, klar. Aber ich war ja trotzdem jedes Wochenende irgendwie unterwegs und habe mir da Clubs angeguckt und da lief irgendwie Mucke und da war ein Podcast, so wie hier heute. Und für mich waren die Clubs sehr offen, also nicht als Clubbesucher, sondern als, ich stelle euch jetzt die Clubs vor, weil die zu haben, aber irgendwie hatte ich ja doch noch, also ich habe einfach eine andere Perspektive irgendwie darauf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man zu Hause auch einen Plattenspieler hat, dann stellt man sich da auch mal ran und denkt so, ach, eigentlich habe ich heute nicht so Bock, feiern zu gehen, aber so ein bisschen geile Mucke hören, ist schon cool. Naja gut, wir sind halt nicht diese Techno-Haus-Schmelztegel so, ne, wo man dann auch dieses Party, jedes Wochenende irgendwie auch so tausende Möglichkeiten hat oder auch nur mal an der Party vorbeigeht, eine halbe Stunde verweilt und weitergeht oder irgendwie sowas. So, ich habe das auch kaum mitgekriegt, weil ich bin mit der Familie, mit meinen Kindern und so zusammengewachsen, zu Hause auch dann aufgelegt und alles und YouTube und Wohnzimmerkonzerte von Künstlern und sowas. Und dann, als die Pandemie komplett vorbei war, dachte ich auf einmal so, wo kommen die alle her? So, und dann habe ich Flyer gesehen, ganz viele Flyer, wo ich keinen darauf kannte. Das ist nicht negativ, weil ich dann gemerkt habe, so,
wie viel hat sich auf einmal getan? Ja, Was ist total. los gewesen? So, und dann habe ich gedacht, ja, ich habe irgendwas verpasst. Ist okay, das kann passieren. Ich finde da auch wieder rein. Ja. So, und das ist ja auch wichtig, dass was nachrückt. Und ich glaube, das hat allen Sachen so einen extrem Drive und Schub gegeben, dass das vielleicht ohne Pandemie gar nicht stattgefunden hätte. Ich habe nur gedacht so, wow, so viel Kunst auf einmal da. Und Kunst liegt ja auch immer im Sinne des Betrachters. Aber hat bestimmt dadurch hat es ja auch seine Existenzberechtigung. Total. Ey, Guck mal, wir haben das. Cheers. wir haben richtig geilen Kuchen hier. Der Tom, einer unserer Operator, der hat heute Geburtstag gehabt. Und wir haben uns da noch was reserviert. Ein Stück Bienenstich, ein Stück Bananasplit. Also wir essen jetzt nebenbei, ne? Ja, genau. Einfach. Guten Appetit. Herrlich. Oh, ich möchte mal, davon träume ich eigentlich, dass ich irgendwann mal so einen Geburtstag habe und mir jemand eine Torte ins Gesicht knallt. Das ist noch nicht passiert. Ich möchte das gerne mal spüren. Aber ich möchte auch wirklich überrascht werden. Auch eine selber werfen? Da lacht einer ganz dreckig. Hey, mach dir gleich eine Notiz. Ja, schreib dir das auf. Ja. Also ich werde auch Schnapszahl Geburtstag, deswegen lohnt sich das. Hast du da schon eine Torte im Kopf irgendwie? Also so. Also so ein Bienenstich tut, glaube ich, weh. Und ein Streuselkuchen, wenn der zu lange im Ofen war, auch. Ich möchte kein Brett auf den Kopf ins Gesicht kriegen. Ja, genau. Das war ein Feinbrot. So was hier, genau. Das muss weich sein. Viel Knautschzone, dann Genau. viel Sahne. Aber du hast recht. Ich find glaube, das das ist so ein cool. verstecktes Ding. Oder? Ja, aber auch selber eine werfen und nicht nur eine. Ja, und dann esse ich die auch so. Geil. Dann gibt es dazu einen Sekt. Steve Aoki macht das ja immer, ne? Oh Gott, ja. Oh Gott, ne? Aber ich habe neulich so ein Video gesehen. Also ich bin nachher. Also der trifft ja auch auf 50 Meter Entfernung mittlerweile, weil er, glaube ich, 37.000 Torten geworfen hat oder so. Viel Spaß. Also, Ja, genau, nicht unser Ding, ne? So Ich glaube, wir müssen nicht auch noch Torten werfen. Wir müssen uns was anderes wir möchten ja eine lassen, abkriegen, ne? Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ich weiß es nicht, mit Erdbeeren werfen oder? Gute Musik spielen. Ich finde Essen werfen, also so viel. Ja, so viel ist nicht gut. Nee, und dann, wenn wir selber eine abkriegen, dann machen wir das auch auf einer Unterlage, wo wir die Ja. danach auch noch irgendwie vielleicht weiterverwerten können. Oder irgendwie so. Wir schwören. Ja, auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Rostocker Clubszene, ist was los? Ja, da Ja, ist was los. Das ist natürlich immer die Frage, wen man fragt. Ob man so einen Clubbesitzer fragt, muss ich ja auch nicht gendern, weil das ist ja auch oft sozusagen in der Hand. Ich glaube, es könnte immer besser laufen, aber das hat natürlich viele Gründe auch, warum das so ist, wie es ist. Warum Dinge gut laufen, warum Dinge schlecht laufen. Das kann Es man. ist alles immer in Wellen irgendwie, ne? Genau, und was so mein Eindruck ist, wir sind jetzt viel in Fremdveranstaltungen gewechselt. Es gibt wenig Clubs, die noch große Line-Ups aus eigener Kraft machen, sondern viele Clubs machen Veranstaltungen und holen sich dann Kollektive rein. Ne, ich fand, Das ist auch eine gute Idee. das war früher nicht so häufig, sondern da gab es schon mehr Formate, die dann auch über über andere Kollektive dann gebucht wurden. Aber da haben die Kollektive nicht an sich die Party ausgerichtet. Also das ist so hat sich ein bisschen verschoben. Ja, aber die Rostocker, überhaupt MV, die stehen alle total auf Off-Locations. Deswegen hier Petrikirche war ja auch eine coole Veranstaltung. Jetzt am Sonntag. Oder die Andi gemacht hat, die House Nation, Hausparty, ne? Die total House geil. Nation. So. Da war Ja. ich jetzt auch auf der letzten und werde auch auf die nächste gehen und Das ist sowas, super. weil das einfach so. Das ist so Das war kuschelig. so, ey, ich wollte genau das Gleiche sagen. Ja, das war so eine geniale Atmosphäre. fand's Super kuschelig. Gerade auch so eine Off-Location, ne? Und triffst viele Gesichter und Ja, das war wie eine warme Ja. Umarmung, fand ich. Ja, Man fand ich kam auch. da rein und wurde erstmal so, oh, das braucht man ja auch mal. Und das hat der Sound auch so an sich. Ja. Wo du dich so ein Stück gestreichelt fühlst, wenn du da reinkommst und wenn du wieder rausgehst. Das mag ich total. So. Und deswegen ich auch jetzt wieder am Produzieren von Haus, bisschen mehr. Und Habe ich mitbekommen. hier habe ich total Bock drauf. So Deep House und vielleicht ein bisschen punchiger, aber auch jetzt wieder ein bisschen ruhiger und sowas. Einfach nicht beschränken im Studio, das ist für mich wichtig. Eine Befriedigung. Ich weiß nicht, ob du das mal gesagt hast oder Johannes Heil mit Don't Think in Genres. Da stand Ich auch glaube, das war irgendwo- er. Ne? Das war er. ja. Das steht irgendwo auf einer Platte drauf, glaube ich. Das hat er auch schon immer gemacht. Ne? Und das finde ich auch, das ist ein gutes Credo. ja. Weil das ja auch nichts bringt. Also wir sind ja auch in einer Zeit, wo das alles miteinander verschmilzt. Ne? Also Genau. man nimmt sich da ein Element und da und baut sich dann seine Welt zusammen. Das ist ja auch das, was man eigentlich dann als künstlerischer DJ macht, dass man
Platten ja auch lange zusammenlaufen lässt und dadurch ja auch wieder ein eigener Sound für die Minute, 1,5 oder 2, je nachdem wie lange die oder noch länger zusammenlaufen. Das ist ja auch nochmal. Ich habe so viele Tunes, die ich nie releasen werde wahrscheinlich, aber die bei mir den künstlerisch-kreativen Prozess einfach am Laufen gehalten haben. Ambient, sonst irgendwas, wo ich gesagt habe, ey, das ist es jetzt kriege ich gerade irgendwie eine Träne und total geil, runtergerendert, weg und habe gesagt, das war heute ein cooler Tag so im Studio. Oder es wird mal eine B3 oder sowas. Oder wenn sich alles ändert auf dem Markt, wird es dann vielleicht die A1. Ne, einfach wegpacken, ne? Du produzierst für den Markt. Naja, nee, für den Markt nicht, aber letztendlich muss es ja auch irgendwo, da finden ja dann Tauschgeschäfte statt. Zwischen Store und der bestellt und so, in Wertigkeiten. Nee, aber ich würde es cool finden, wenn wirklich Leute auch mehr ihre Range, die sie auch produzieren, auch zeigen. Und das ist, stimmt. glaube ich, also wir sind gerade wieder sehr in einer Zeit, wo die Leute, nicht alle, aber viele so einen Sound spielen und auch wenig rechts und links gucken. Deswegen funktioniert auch sowas wie die House Nation ganz gut, weil das eben wie eine warme Umarmung ist und das andere sehr bedient ein Feld von. Und das finde ich dann eben auch ein bisschen schöner, wenn es auch mal eine diepe Nummer gibt, die auch 10 Minuten geht und die auch ihre 9 Minuten plus Übergang Platz bekommt. Genau. Und nicht nach 2 Minuten weggemixt wird, sondern dass man die auch mal aushält. Dass man die wirken lässt. Und wir haben früher eigentlich nie in Genres gemixt, sondern ein House-Track, dann irgendwie eine Daft Punk-Nummer, eine ganz alte, noch irgendwie auf Roulé oder so. Ja, dann Elektro-Track, dann kam Drum and Bass irgendwie sowas zwischen, total runtergepitcht. So, aber er hat dann trotzdem gepasst. Und alles auf dem Floor, natürlich auch sehr ruppig gemixt, aber gerade auch die Überraschung, wenn du einfach mal sagst, ey, kurzen Übergang, zack, rüber und dann auf der Tanzfläche so. Das macht schon Spaß. Ne? Das macht Spaß, das ist toll, das ist Wahnsinn. Wird ja auch die ganze Zeit, ich würde jetzt wie so ein kleines Kind die ganze Zeit auch durch. Ich schon Beastie Boys da oben. Hast du die auch mit wo das Flugzeug gegen die Mauer fliegt? Irgendwo habe ich die auch, ja. Oh, die ist auch toll. Das ist ja eine Instrumentals da, weil ich dann auch mal ab und zu so. Aber nicht so richtig. Was ist auf der Matter of Fact drauf? Ist da was drauf oder ist das nur... Güstrower Kunstnacht, für die haben wir die angefertigt. Und überall an jeder Station der Güstrower Kunstnacht lagen die Dinger dann. Ja, Güstrow identifiziert sich langsam auch mit uns, dass die Leute das wissen. Hier kommen Kindergärten vorbei, Schulen, Gruppen von Geflüchteten irgendwie, die dann, denen wir zeigen, hier, das ist eine Schallplatte. Und die dann wieder, und vor allen Dingen die Kids. Meine Tochter, die Lütte aus dem Kindergarten, fragt mich vorhin, wo ich sie abgeholt habe, Papa, können wir dich mit dem Kindergarten besuchen kommen? Wir hatten heute Berufe. Ich sage, natürlich, schlag denen das vor und dann kommt ihr vorbei hier. Und Daniel macht das auch total cool drin. Der macht dann wirklich vom ersten bis zum letzten Step und die können auf Knöpfe drücken und jedes kleine Kind kriegt dann noch so eine bunte Schallplatte mit, so gesplattert. Geil. Und dann sprechen mich nächsten Tag die Eltern in der Schule oder im Kindergarten an. Oh, wir mussten die noch am selben Abend an die Wand schrauben und so, im Kinderzimmer. Oh. So, ja. Voll gut. Ja. Wir hatten dann gerade, ich glaube, keine Musik gepresst oder so und die haben dann so gesagt, oh, das hört sich an wie Urwald, wie Afrika, so wegen den Bongos und sowas. Stimmt, ne? So und waren total fasziniert. Nadel rauf, boah, was kommt da raus? Und ich glaube, das setzt so einen Trigger so, ne, dass die dann... Nachwuchs. Ja, dieses Kulturobjekt. Und das gehört mit zu Musik dazu. Das ist nicht... Nee. 3 Sekunden hören, weiter skippen ne? Oder irgendwie sowas, sondern... Spielt deine Älteste schon? Hat die Talent? Die hat ein bisschen so auf der Maschine ein bisschen rumgewerkelt und sowas eine Zeit lang. Da habe ich mit ihr Beats geschraubt und die mittlere spielt Klavier. Richtig. Aber ich habe heute gerade erzählt, wenn sie üben soll, wenn wir zu ihr sagen, üb mal, dann spielt sie hier Amelie, dieses Theme, spielt sie dann 3-mal so schnell, damit sie schneller fertig ist. Ne? aber perfekt. Ja, so machen die das dann. Ne? Ja. Ich bin fertig. So kann ich wieder. Lotta, bitte mach's nochmal. Ne, aber die hatten nie so die Hast, in die Vaters Fußstapfen zu treten oder irgendwie. Ne? Für die sind aber Platten zu Hause normal. Ne? So, also dieses Ganze und für die ist das normal, so eine Platte sonntags wird eine Platte aufgelegt, Frieda läuft dann um die Ecke. Schön. Ich packe jetzt eine Platte rauf, so und dann siehst du so.
Nadel und Was ist eigentlich deine Berufsbezeichnung? Habe ich mich vorhin gefragt, weil du gesagt hast, dass die dann hier kommen und sagen, Chef. darf ich eure... Ja, okay. aber ich meine... Ich weiß es auch gar nicht. Oder wenn man hier arbeitet, also was ist man da? Also die drinnen, die Plattenproduzent? Pressen, das sind Press Operator. Press Operator. Das kann man auch nicht lernen. So. Kann man das auf Deutsch sagen? Was sage ich meinen Deutschkindern? Was sage ich denen? Maschinenführer, Maschinenbediener, okay. Weil es sind ganz viele Parameter, die du lernen musst, inklusive Sound, Fehlerbilder, also es dauert schon. So, und wir lernen ja jetzt auch Tom gerade an, der ist neu mit reingekommen. Übrigens auch sehr genialer Rapper, Kuso, auf Audiolied gesigned. Oh, wow. Und sowas, also auch ein ganz toller Mensch, bereichert das Team auch extrem. Und der lernt das auch ganz fix. Du brauchst natürlich technisches Geschick und auch Verständnis zum Sound. Er hat heute eine Death-Metal-Platte gepresst. Da muss man natürlich doller hinhören, weil verzeiht viele Fehler, so eine Platte. Ne? Knacken hören und sowas ist schwierig, aber von all diesen Zeiten, die du einstellen kannst, 1 Sekunde verstellen und dann knackt die Platte, springt die Platte, hört sich kacke an, wellig. Und also wir sind schon extrem, wie wir auf die Qualität gucken. So, weil uns das auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass die Platten, die hier rausgehen, wirklich zu 100% stimmen müssen. Jetzt werden wir schon wieder zu ernst hier. Hast du deine eigene Klasse? Als Referendar ist man nicht Klassenleiter, also nur wenn dann Erstmal noch nicht. stellvertretend oder sowas. Ja. Aber nee, Und ist es Passion so für dich? Ich mache das wirklich gerne. Cool, Tatsächlich. ja. Ich glaube, das kriegen die Kids auch mit. Ja, die mögen mich eigentlich schon alle, glaube ich. Vielleicht nicht, aber ich denke schon. Ja, doch. Na doch, ich mache das gerne. Ich glaube, die kriegen das schon mit. Klar, das ist ein emotionaler Beruf und das ist auch zum Glück was im Zeitalter der KI uns niemand abnehmen kann. Ne? Das sind Wertschätzungen. Also eine KI kann niemanden wertschätzen. Ne? Und das kann auch niemanden trösten und niemanden auffangen. Nicht mit Herz. Ja, also diese ganzen emotionalen Geschichten, das kann halt 1001 halt nicht. Und ich bin sowieso gerne so am Puls der Zeit, was die alle für ein Zeug hören, auf was für Mucke ich gestoßen bin durch meine SchülerInnen. Das ist großartig. Ja. Echt krass, also voll schön. Und man bleibt jung. Habt ihr da Zeit, das auszutauschen? Nehmt ihr euch? Nehmen wir uns. Ja, das ist cool. Ja, das ist super. Also, naja, man muss natürlich schon irgendwie auch seinen Plan erfüllen und so, Ja, aber ja. nö, da ist ja auch mal in der Pausezeit oder wir machen Ausflüge, sind mal länger unterwegs und können da auch drüber sprechen. So. Das geht auf jeden Fall. Bienenstich, toll. Ja, ne? Yum, yum. Wir haben ja auch eine Platte von dir gepresst. Richtig gute geil Platte. sogar. Schöne Platte. Ja, ich hab heute da gestanden, hab gesagt zu meinen Jungs, weil den kleinen Repress von meiner Kronet 001 mal entweder so Splatter, wie Paulette hatte, oder was habt ihr gerade drin? So, ne? Weil dieses Pink und das Blau, das passt so war gut, genial. ne? Auf dieses transparente Pink stehe ich total. Ja, ist auch sexy. Das ist so eine freundliche Farbe und so. Du produzierst dann auch. Gemastert hat sie, glaube ich, Emmy? Nee, also wir haben die schon zusammen auch gebaut. Ja, schön. Und in vielen Stunden im Studio und da gelegen auf dem Sofa und nochmal das ändern und nochmal dies und das. Und eigentlich soll es ja auch nochmal vielleicht irgendwann so einen zweiten Teil geben. Das ist jedenfalls in der Planung. Aber ja, du weißt ja immer, wie das mit der Zeit ist, ne? Und dann ist sie weg und dann ist das neue Jahr ran. Nee, aber also das haben wir zusammen schon gemacht und wir haben auch Dinge uns zusammen ausgedacht. Aber also Emmy hat schon sozusagen auch einen sehr großen Anteil. Wir müssen auch ein bisschen Werbung machen. Platte, dann Paulette, Queer Revolution. Queer Revolution? Gibt's Sorry. Queer Revolution. ja, schwierig auszusprechen. Ja, aber vor allem langsam sprechen müssen wir. Queer Revolution, tolle Nummer, ist bei Dex und bei DJ.de ausverkauft. Also wenn, dann gibt es die noch bei mir. Ich habe noch ein paar unter dem Plattenschrank. Aber bei Discogs vielleicht oder weil so. es war eine gute Platte auch. Ja, also die hat sich echt gut verkauft. Label war Helgas Kitchen Records. Und ich Helgas Kitchen Records. Ja. Helgas Kitchen Records. Ja, man spricht das immer so schnell, ne? Und das ist die 007 und die anderen Platten sind aber auch toll. Also Emmerich und Völker haben eine tolle Nummer rausgebracht. Ja. Die 00, oh Gott, Emmy, es tut mir leid. Ich glaube 3, aber vielleicht auch 4. Guckt mal einfach bei Discogs, da sind die verschiedenen Platten aufgeführt. Wir zählen sozusagen auch die digitalen immer mit rein. Ja, natürlich. Deswegen ist das... Kunst ist Kunst nachher. Wie sie veröffentlicht wird, ist es ja auch. Und wir sind im Zeitalter, wo nicht irgendwie nur ein Medium zählt oder sowas. Ja, also ich habe ja auch lange gesagt, ich spiele mal nur Nummern, die es auch auf Platte gibt. Aber das geht nicht mehr.
Also viele Leute pressen nicht und es ist, Genau. glaube ich, dann auch, also ich glaube, wenn die digitalen Nummern auch noch alle gepresst würden. Die besten Nummern davon vielleicht, aber muss auch nicht. Man kann auch von jedem sich irgendwie ein Stück Kuchen raussuchen und dann Ja. loslegen. Das stimmt. Weil wenn du auf dem CSD spielst oder sowas, dann rockst du auch nicht mit Plattendecks oben auf dem Truck oder sowas. Nee, das geht nicht. Genau. Und dann brauchst du auch die Sahnehäubchen letztendlich, die die dann als Datei um die Ecke kommen. Überhaupt gar nicht wild. Ich finde das schön, dass es auch diese Diversität gibt. Wie war denn das auf der Love Parade? Haben die da mit Platte gespielt und die haben nur gespielt, wenn der Wagen stand? Oder haben die gar nicht mit Platte gespielt? Wie soll denn das gehen? Das ist ja heute, gibt es ja schon teilweise. Ich glaube, die haben sich Schwierigkeiten. die besten Konstruktionen ausgedacht, um die Dinge abzufedern. Weil auf den Love Parades, wo ich war, da wurden tatsächlich noch Platten gespielt. So. Es wurde dann nicht eifrig gemixt, sondern eher, ich lass mal durchlaufen. Aber die kriegen es ja manchmal heute nicht im Club anständig hin. Weil sie es wieder verlernt haben. Ich hatte einmal im Club, witzigste Story überhaupt, einmal im Club mit Jule Völker, meiner DJ-Mama, waren wir in Stralsund in der Villa Kalkbrennerei und die hatten nichts mehr, um die zu entkoppeln. Das war auch so richtig geil. Das war ein Tapeziertisch oder so ein Bierbank oder so. Und Jule guckt mich schon Schönes an und sagt, Wackelgerät. boah, scheiße, das Ding, das wird doch heute nicht. Die springt doch nur hier. Und ich so, Jule, wir kriegen das schon hin. Und wir haben gesucht Bierdeckel, wir haben gesucht Schaumstoff, irgendwas, was wir da drunter machen. Und dann kam einer irgendwann an mit Vollkornbrot. Und dann haben wir so Vollkornbrotscheiben unter den Turney gelegt. Geile. Und Jule hatte aber kein Armbrot und die hatte Hunger. Und dann hat sie angefangen, dieses Vollkornbrot um diese runden Dinge. Sorry, Jule, aber es ist so witzig. Und dann haben wir, also wir haben es, glaube ich, beide gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Der ist ja auch, wenn die Brote frisch war. Es geht ja auch nichts über ein frisches Vollkornbrot. Das ist so witzig. Aber das ist Dann haben wir richtig die geil. Brote da abgepult und die Dinger standen aber noch und es ging auch irgendwie. Aber wenn das Vinyl geskippt ist, das hat früher überhaupt keinen interessiert. Dann wurde ein Backspin gemacht, nächste Platte rein, bum, bum, irgendwie. Wir haben halt Rock'n'Roll. Ja, aber heute ist das ist gleich so irgendwie, jetzt gehe ich Ja, von die der- Leute haben ganz andere Hörgewohnheiten. Ich habe noch eine riesengroße Sammlung 7 Inches mit allem, was es gibt. Wo sind die denn? Da hinten sind welche, zu Hause ganz viele. Also auch alles Motown, die ganzen alten Sachen geil. und so, Diana Ross und ganz viel. Und zu Hause dann auch so raufgelegt und wirklich auf jeder so BAM! Jedes eine Perle, ne? Ja. Toll. Und ich habe die jetzt unten auch bei mir im Studio. Ich will dann versuchen, so ein bisschen zu samplen und Ja, sowas. ja. Da entsteht auf jeden Fall viel Kreativität. Die waren so geil, die ganzen Sachen. Toll, ich liebe es auch. Ja, da kann man, glaube ich, 200 Jahre von zehren irgendwie. Wahrscheinlich, ja. Ja, weil es kommt ja nicht viel nach in dem Sinne so. Ne? Also hier, ne, das ist Aber warum ist das eigentlich so? Warum kommt aus diesem ganzen so eine Entwicklungsphase war. Ne? Soul-Bereich und so, das ist auch, Weil das ein Millionenseller früher war ja, und heute nicht mehr. und heute nicht mehr. Heute ist es. Es gibt da auch noch viel Soul und Jazz und Rhythm and Blues und sowas. Das gibt es sicherlich noch. Aber das wird einem nicht mehr um die Ohren geworfen und im Radio auch nicht mehr gespielt. Deswegen fehlt da so ein Stückchen die Beeinflussung. Dann muss man ins Spartenradio gehen. So, was wir auch viel machen, indem wir dann also auch hier in der Firma viele Radiosender hören, die man dann entweder gar nicht kennt oder kleine, Flux FM Berlin oder sowas, Radio 1 oder so, bestimmte Sendungen, die dann sind, auch am Samstag und Sonntag, die einem wirklich ganz andere Sachen näher bringen dann. Da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten, über das, was hier so auch in Mecklenburg so gehostet wird, ne? Ah ja, Genau. dies, das. Aber ja. kann man auch hören beim Kochen. Kochst du gerne? Ja, ich liebe Kochen. Ich weiß, genau, ja. Was kochst du am liebsten? Was koche ich am liebsten? Pasta. Ja, ne? Ich bin die Pasta Queen. Ja. Ja, das Komplizierte ist dann ein richtig geiles Pesto und alles zu machen. Oder auch Pasta richtig selber machen. Pasta selber machen. Richtig selber machen, also Ja, vom den Mehl Teig. an. Ja, Das ja. ist Kunst. Das, ja. Ja. Und dann verschiedene Formen und ich lerne immer noch was Neues dazu. Guck mir, also ich kann die Pasta Grannies empfehlen. Das sind so ganz alte Omis und das ist, glaube ich, eine Britin, die fährt durch Italien und sammelt Rezepte von Omas, die 80 und über 100 sind. Wow. Weil die Kinder und Enkelkinder sich nicht dafür interessieren, das nicht können. Und damit diese Rezepte nicht verloren gehen, fährt sie durch Italien, durch Bella Italia und durch diese kleinen Dörfer und dann sind da diese Omas mit der Kittelschürze an ihrem 80 Jahre alten Herd und dann sagt sie, oh, ich mache schon seit 1937 Nudeln und dann denkst du so, okay, krass und alle freuen sich und du siehst dieses Strahlen in den Augen, Ja. wenn die Oma Pasta gemacht
gemacht hat und alle sitzen da und du weißt, scheiße, das kriegt halt Miracle Whip nicht so, Miracoli nicht so hin. Das ist auch, und du denkst, das ist auch für die, also das ist auch für die so eine komplette, so eine Riesenbeleidigung, dieses Supermarkt, alles was damit zu tun hat, oder jemand, der sagt, hier, ich mache mir mal Ketchup drauf oder so. Ich glaube, dann sterben die, ne? Dann gibt es dann Herzinfarkt. Kochen ist auch schön. Toll. Das ist auch schon wieder schwierig, ne? Also ich habe ja auch mir so überlegt, okay, du gehst in ein Plattenwerk, Paul, was machst du da, ne? Also was ist so die Erwartungshaltung, A, und was möchtest du? Und daraus baue ich ja dann immer sozusagen mein Set und dann, ich mache ja ganz viel spontan, also eigentlich weiß ich, wenn überhaupt, die erste Platte. Ja. Und den Rest weiß ich eigentlich nicht. Das ist aber gut, ne? Weil ich das schöner finde. Ja. Weil ich da besser auf die Leute reagieren kann und ich auch besser gucken kann, worauf habe ich denn jetzt Bock. So, was macht mir denn Spaß? Und dann ist es auch gerne mal eine halbe Stunde entspannt und dann geht's erst los. Das befreit dich auch. Ja, genau. Weil ich dann auch, das liegt in meiner Hand, sozusagen, wohin es jetzt geht, stimmungsmäßig. Und das finde ich sehr cool. Ist aber auch eine große Verantwortung. Das muss man auch sagen. Aber weil ich so ein bisschen so dazwischen war, ist das jetzt ein Podcast oder ist es ein Livestream? Und weil Podcast bin ich eher nicht so schnell und auf die Mütze, weil das ist für mich eher so nachts um 3 im Club, da funktioniert es. Aber ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin mit meinem Zigarello und mit meinem schweren Bordeaux und ziehe mir dann irgendwie 150, 130 irgendwas BPM-Techno rein und bleib da ruhig auf meinem Sessel sitzen. Also irgendwie passt das für mich nicht. Da brauche ich Strobo, dunklen Raum und ab geht die Fahrt. Und dann brauche ich eher was ein bisschen Entspannteres, was Deepes. Und dann, das finde ich irgendwie ein bisschen cooler. Und irgendwie dazwischen... Wir haben jetzt demnächst auch welche, die spielen dann nur Jazz. Cool. Das soll es auch viel mehr geben. Noch eine Plattform in Rostock, wo man sich auch außerhalb von Party treffen kann. Weil diese Plattenläden sind ja weg. Ja, und das waren ja früher ganz oft so Räume, wo man noch mal so, ach und guck mal, ich habe dich doch jetzt hier schon 3-mal gesehen, du hast die, jetzt hast du, guck mal, ich glaube, die passt auch zu dir. Und so, ne, dieser Austausch, das fehlt. Da findet doch jetzt dieses Haus, wie heißt das, Hauslab? Hauslab, da lege ich auch auf, am 26. Aber im März erst, glaube ich. Genau, du bist nach mir dran. Und das ist, glaube ich, auch so vorher Kommunikation, Platten, dicken Plattenkauf. Ich werde wahrscheinlich auch welche mitnehmen hier aus dem Vertrieb und irgendwie und Treffen, einen Drink trinken, quatschen und sowas. Ne? Ja. So finde ich total genial. Ist so super Boost mit Platten. Ne? Ja, so, voll gut. Ja, finde ich auch. Das muss es viel mehr geben wieder, weil man auch wirklich merkt, finde ich, also so gern wie ich auch bei diesen Online-Plattformen bestelle, und da gibt es ja diese schönen Schallplatten, die sich dann da virtuell drehen und so, alles schön und cool, aber mir fehlt so die Beratung, dass ich sage, guck mal, die 3, die gefallen mir, hast du noch was dazu passt? Das kann ich so geil das kann ich da nicht so eingeben. Ja. Das ist halt, klar gibt es dann so, andere Kunden kauften auch, aber das ist so unsexy. Und dann höre ich dann von 3 und denke so, nee, das ist es aber nicht. Und dann bin ich da wieder weg von. Ja, früher, die kannten einen ja schon stellenweise so, wenn wir bei Martin Menzel oder bei Ron im Plattenladen waren, dann kamst du rein und dann schon, ey, warte mal, André, ich habe hier schon, dann hast du schon so einen Stapel in die Hand gekriegt und hast gesagt, was kostet? Ist so, weil du hast gewusst, nehme ich alle. Ja, scheiße. Wenn er mir die schon empfiehlt und die sind gut und überhaupt, oder du hast vorher schon eine Woche vorher angerufen und hast gesagt, ey, hast du die da, die du aus irgendwelchen Groove-Reviews so rausgelesen hast, wo dann wo der berühmte Bleed von der Debug dann eine Rezension geschrieben und dann so aufschreiben. Hast du die da? Habe ich da. Mit nach Hause und zu Hause dann, cool. Stimmt, die haben die Wahrheit gesagt. So, ne? Ja, oder auch so morgens um 11, so nach der Party in Plattenladen alles kaufen, nach Hause gehen und sagen, nächsten Tag so, scheiße, hat viel mehr gerockt im Plattenladen. War viel geiler. War alles irgendwie, naja... Kann ich ja noch mal, wie wir vorhin hatten, wenn ich mal sauber mache, kann ich die Platte hören. Und dann kaufst du das nächste Album. Genau. Ja, oder zu Hause zum Schunkeln. Und dann hast du schon 2-mal sauber gemacht und hast gerade mal das erste Album gehört. Ne? Ja, sowas verkaufe ich da auch. Genau. Nee. Ja, aber irgendwann, also ich habe jetzt so 3000 Platten ungefähr. Das ist einfach, irgendwann muss man dann auch mal durchfegen. Also vor allem die, wo ich die ziehe ich raus und denkst so, die hast du, glaube ich, 5 Jahre nicht gespielt, Paul. Ja, dann solltest du die jemandem Sehen die bei dir auch alle noch gebräuchlich aus so? Die sehen alle gut aus. Wie bei Emmy? Nee, also Emmy toppt nichts. Also das muss ich echt sagen. Also bei mir hat nicht jede Platte seine eigene Hülle. Also so eine Klarsichthülle, ne? Er wäscht die auch vorher?
Ja, ich habe jetzt auch so ein Sprühzeug und ich habe auch so eine manuelle, aber Plattenwaschmaschine. Und also ich bin nicht so ganz verrückt, ich bin eine Stufe drunter, aber ich habe auch welche, die sind total abgeranzt und dann habe ich mir die halt als Repress nochmal bestellt. Egal. Ja, weil man hat die ja selber auch runtergespielt mit dem eigenen Handwerk. Und letztendlich, ne? diese neue tolle, die habe ich dann aber in Folie, weil da habe ich mir nochmal 100 Folien dazu bestellt und die steht im Schrank und die abgeranzte, die nehme ich zum Spielen, die reicht. Und wenn Ja, die einen genau, Sprung hat, genau, naja, ja. kriegen die eh nicht mit. Genau. Unser Kuchen ist alle, es war wirklich toll. Vielen Dank, es war wunderschön. Vielen Dank. Der Kuchen ist alle. Wir haben viel geschnattert. Wir haben gesagt, wir treffen uns einfach nochmal hier. Vielleicht so ein Format, wo wir alle zusammensitzen. Schöne Drinks, Kuchen. Sommerfest. Ja, Sommerfest wollen wir sowieso machen. Wenn nicht dieses Jahr mit der Pop-KW zusammen, dann machen wir es selber einfach. Hier, Tag der offenen Tür, hier vorne irgendwie. Wir machen da was Geiles. Mit Daniel und Andi. Genau. Das war auf jeden Fall Vinyl Matters Podcast hier bei uns. Toller Paulette. Laden. Kommt vorbei. Genau. Abonniert unseren Kanal, lasst die Glocke läuten, Kauft gebt uns vor allen Dingen Feedback, wie ihr es findet. Habt Spaß beim Vinyl hören. Wir werden ihn nicht verlieren. Wir sind für euch da. Das war Vinyl Matters hier bei Matter of Fact.